Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Bus Managers aus der Hansestadt Lübeck. Ja, in der letzten Folge habe ich mal wieder auch ein bisschen über das letzte Kommentar über The Bus, also den Hamburg DLC sozusagen, ein bisschen drüber gesprochen. Und ja, da haben wir, also die Linie 4 haben wir in Betrieb genommen und über das Thema habe ich ja noch ein bisschen, ja, gesprochen, geredet und so weiter, ne? Habt da auch schon bekannt gegeben, den Leuten sozusagen, dass ich über ein weiteres Video sozusagen geantwortet habe. Und mal schauen, was da jetzt als Rückantwort sozusagen kommt. Oder wenn was kommen sollte. Ja, Linie 3, da würde ich wieder ein Solo-Fahrzeug einsetzen. Auch wenn wir ein Stadtfest haben, würde ich doch da eher ein Solo-Fahrzeug einsetzen. Also ich rechne nicht damit, dass auf dem Dreier doch so viele Fahrgäste unterwegs sein könnten, dass die Fahrzeuge viel überlastet sein könnten. Ja, also das haben wir alles, wie gesagt, zugewiesen. Die Frühschicht sozusagen. Und dann kommt als nächstes die Spätschicht. So, dann haben wir jetzt ja auch noch hier... Oder jetzt ist er wieder vorbei. Hatten wir sozusagen ja eben gerade einen kleinen Konventions- oder regionalen Stromausfall sozusagen gehabt. Aber der ist schon wieder behoben. Also kein Grund zur Panik. Doch, jetzt kommt die nächste kleine Panik. Aufgrund einer beginnenden Grippewelle wird erwartet, dass bis Dienstag mehrere Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen werden bzw. könnten. Ja, wird interessant werden, ob da wirklich, ob sich da welche krank melden werden. Hauptargument liegt ja natürlich auf den Fahrern, also auf die Busfahrer, dass die nicht krank werden. Mechaniker, Servicemitarbeiter und so weiter und so weiter, sehe ich da jetzt erstmal mehr oder weniger so ein bisschen zweitrangig. So, stelle ich jetzt auch noch mal gleich ein paar weitere Reinigungskräfte ein. Da haben wir sowieso bis jetzt nur Profis. Legen wir das hier mal so fest und Azubis kriegen gleich 11 Euro. So ist das dann auch schon einigermaßen mehr oder weniger auch ein bisschen zufriedenstellend sozusagen, ne? So, Fahrer 51 auf Wagen 12. Der wird jetzt auf jeden Fall sehr gut üben können. Der hat ja so gut wie noch gar keine Berufserfahrung. So, und jetzt in dieser Woche sozusagen, also in den nächsten Folgen wird erstmal bestehen, sich die Linie 4 sozusagen anzugucken, wie sie sich sozusagen verhält. Gegebenenfalls den Fahrplan hier und da vielleicht ein bisschen anpassen, also sprich extra Minuten an einigen Haltestellen sozusagen hinzuzufügen, um dann sozusagen die Fahrzeiten bei den Fahrern sozusagen ein bisschen anzupassen, so dass sie dann immerhin noch ihre Pause bekommen können und auch natürlich Verspätungen herausholen können. Nur wann die Linie sozusagen starten soll, Intervalle und so weiter, können wir hier leider nicht großartig mit entscheiden. Das hängt ja leider damit zusammen, da das ja leider, oder je nachdem wie man es betrachtet, es sich ja um eine Vertragslinie handelt. Okay, der Dreier hier stadtauswärts von Lübeck sozusagen Richtung Damsdorf. Auch der einkehrende Bus sozusagen ist relativ voll. Na, vielleicht wären doch da doch ein Gelenkbus besser gewesen. Aber schicke ich mal hier schon mal einen Verstärker raus. Fahrer 53 auf dem Solowagen. Und dann die 4 kriegt auch nochmal einen Verstärker. Auch nochmal in der Form eines Solo-Fahrzeugs sozusagen. Die anderen Linien gehen eigentlich so. Ja, das ist jetzt einer, der... Okay, hat sozusagen die Hälfte der Fahrgäste hier mitgenommen.
Linie 4, der ist auf der 4 schon unterwegs und ist jetzt schon relativ stark ausgelastet. Ja, das war zu erwarten. Das sieht hier nicht anders aus. Gut, wann kommen denn die Verstärker sozusagen raus? Wäre schön, wenn sie natürlich sofort rauskämen. Aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Das lege ich mal ein bisschen dichter aneinander. Dann können wir hier auch nochmal so eine kleine Tür reinsetzen. Müssen die Leute dann nicht unbedingt durch das Hallentor sozusagen nach draußen gehen, ne? So, Verstärker sind unterwegs. Wie gesagt, auch für die 3 und die 4. Linie 1 kann ich jetzt nicht so sagen, als ob da ein Verstärker mehr oder weniger nötig sein könnte oder bräuchte sozusagen. Weil das Thema wirklich ein bisschen schwierig ist. So, da sitzt ein Verstärker für die Linie 3. Ja, da haben wir ihn. Der fährt um... Na gut, ja, der fährt den jetzt sozusagen hinterher, aber das ist halb so schlimm. Dann sammelt der jetzt sozusagen die restlichen Fahrgäste hier noch mit ein. Also auch so ein bisschen positiv zu betrachten. So, dann haben wir hier einmal den Ausflug, den wir ja angenommen haben. Haben wir auch noch einen Gelenkbus da, das ist doch supi. So, wo haben wir denn den? Da ist der Solowagen für die Linie 4. Mal gucken, ob der irgendwas bewirken kann. Fahrer 15 Krankmeldung. Okay, doch, Fahrer 15 ist raus. Ob der heute noch drankommt, weiß ich nicht, aber könnte sein. So, wir waren relativ weit unten in der Gruppe 4. Fahrer 52 ist auch noch da, alles klar. Und dann sind wir jetzt gleich wieder in der Gruppe 1 zugange. Ah, der Solowagen ist doch auch relativ voll. Dürfte wahrscheinlich jetzt gleich an seine Grenzen kommen. Der nee, das ist nicht das... Doch, da ist das reguläre Fahrzeug. Ist auch schon mit unterwegs. So, jetzt ist das Fahrzeug voll. Jetzt kriegt er nicht mehr alle Fahrgäste mit. Und der Rest muss dann sozusagen mit dem regulären Bus sozusagen fahren, ne? Sind ja jetzt auch nicht mehr so viele Fahrgäste hier zu erwarten. Viele wollen jetzt wieder mit der Linie 2 fahren. Das war mehr oder weniger auch zum Teil zu erwarten. Hier würde ich noch mal ein bisschen abwarten, ob da doch nicht vielleicht noch irgendwie wieder ein Gelenkbus reinkommt. Also auf jeden Fall die Schulfahrt, also die Klassenfahrt müsste auf jeden Fall bald wieder reinkommen. Aber ist natürlich auch die Frage, ob demnächst irgendwelche regulären Fahrzeuge reinkommen. Also Fahrzeug 15 könnte es auf jeden Fall schaffen, dass wir ihn entweder auf die 2 oder auf die 4 zuweisen können. Hier haben wir noch ein paar Umläufe auf der 1. Hier haben wir die eine Hotellinie drin, vom Flughafen sozusagen aus gesehen. Fahrer 53, wunderbar, das konnten wir schon mal zuweisen. Und bei dem Rest brauchen wir, wie gesagt, wieder Gelenkbusse. So, kommt denn da jetzt... Ja, da kommt ein Fahrzeug rein, das ist gut. Nur ich weiß jetzt nicht... Auftragsfahrt. Ja, Fahrzeug könnte es auch noch rechtzeitig schaffen. Aber der ist eher da. Gut, dann kommt der auf die Linie 2. Wunderbar, wie gesagt, beginnt mit Fahrer 1. Und hier kommt Fahrer 2 drauf. Wunderbar. Da kommt schon das nächste Fahrzeug rein. Schneller als gedacht. Okay, Wagen 15 muss gereinigt werden, aber das sagen wir erst zu... Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Fahrzeug rein. Doch nicht. Doch, da unten kommt eins angebraust. Das braucht noch ein bisschen. Da kommt jetzt noch einer rein. Okay. Da, Fahrer 9.
Hier könnten wir zur Not einen Solowagen einsetzen. Doris Ritter, Krankenmeldung, Reinigungskraft. Okay. Gut, hier müsste ich dann, wie es aussieht, auch einen Solobus einsetzen. Und dasselbe sieht dann auch dementsprechend hier aus. So, Fahrer 12. Was haben wir hier? Großgrönau, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind der Ansicht, dass der Fahrplan auf der 4, Vertragslinie abgekürzt, aktualisiert werden sollte. Der neue Fahrplan ist ab morgen gültig. Mit freundlichen Grüßen, Großgrönau. Samstag bis Sonntag, bisherige Fahrt von 6:15 Uhr, neue erste Fahrt 5:15 Uhr. Letzte Fahrt war ab 23:15 Uhr und die neue letzte Fahrt um 0:15 Uhr. Neue Intervallzeiten 30 Minuten statt 60 Minuten. Das heißt, wir bräuchten hier auch jetzt weitere Fahrzeuge, ne? Gucken wir uns das doch mal an. 30 Minuten. Achso, Hauptverkehrszeit 30 Minuten. Ja, hier. 6:15 Uhr, 7 Uhr. Ja, sind immer noch 3 Fahrzeuge. Okay, alles klar. Das ist dann sozusagen gleich geblieben. Also bei den Fahrzeugen ändert sich da nichts. Aber es ist auf, ja, wie gesagt, wegen dem Stadtfest ist das alles ein bisschen schwierig abzusehen. Ob wir da jetzt wirklich weitere, größere Fahrzeuge brauchen. Also ich würde da jetzt sozusagen das Stadtfest sozusagen nochmal abwarten, diesen Tag. Weil ich sehe schon kommen, Dienstag sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Stadtzeit bitte, ich musste noch mal einmal kurz hier wieder die Nase einmal kurz mal schnolzen sozusagen. So, hier haben wir wieder Wagen 20 auf die 4. Genau, Fahrer 29 ist unterwegs. Genau, da kommt Fahrer 33. So, Fahrer 34 mit einem Solowagen auf der 3. Hier Wagen 10. Hier brauchen wir wieder einen Gelenkbus. Da kommt auch ein paar, 2 Fahrzeuge wieder rein. Das ist supi. Und die sind auch beide in Ordnung. Das ist doch gut. Reservefahrer 53. Bei ihm kommen so langsam Erscheinungen sozusagen an. Erfolgserscheinungen, Bildungserscheinisse oder Fortschritte und so weiter. So, aber wie gesagt, man kann noch sehr gut sehen, dass die, also im Stadtkern von Lübeck auf jeden Fall die Linien doch, die Haltestellen doch sehr voll sind. So, hier hätten wir jetzt auch noch mal ein günstiges Fahrzeug, wenn wir das Ding für 35.000 bekommen. Große Klasse, das war gut. Einmal reinigen, einmal reinigen. Einmal reinigen, instand setzen, Scheibenwischer, bap. Das müsste Wagen 23 sein, genau. So, LD 023 023. So, warte ich bis dann wieder alle Fahrzeuge sozusagen drin sind, dann kann ich das Fahrzeug besser zuweisen. Den Stellplatz, wo das Fahrzeug sozusagen hingehört. So. Fahrer 34 ist auch schon unterwegs. Gut, dann kommt jetzt Fahrer 41 auf Wagen 5. Auch einmal sauber machen und alles. Auch wieder nur ein... Na komm, ja, nur ein Reservefahrer, alles klar. Fahrer 54. Wagen 6 ist in Ordnung, aber könnte theoretisch auch gleich wieder mit
rauskommen, ne? Zugewiesen werden. Fahrer 42, Fahrer 43 ist dann jetzt gleich der letzte aus der Gruppe 1. Und dann gehen wir auch schon über in die Spätschicht, also von der Spätschichtgruppe sozusagen auch über. So. Aber die Haltestellen, wie gesagt, hier Hauptbahnhof bis Kohlmarkt bzw. Wermstraße ist das doch noch alles relativ sehr gut gefüllt, muss ich sagen. Würde mich auch sehr interessieren, was für Fahrgastzahlen wir sozusagen hier haben. Auftrag von der Schule ist abgeschlossen, das ist gut. Damit kann ich sozusagen leben. So, Fahrer 3 auf Wagen 21. Ich glaube, es war ein Fehler, jetzt noch Solofahrzeuge hier zuzuweisen. Oder war das doch irgendwie richtig? Mal kurz mal hier bei denen gucken, wie es aussieht, ob er jetzt gleich irgendwie rot wird. Ja. Das ja, ging so. Fahrer 4 auch nochmal einen Gelenkbus mitnehmen auf der Linie 2. Dasselbe gilt für Linie 1. Gut, da weise ich dann jetzt auch nochmal zur Not die letzten Gelenkbusse zu. Wir waren jetzt gerade bei Fahrer 13. Fahrer 15 hat sich ja krank gemeldet. Hier sind es nur noch 2 Umläufe. Gut, Fahrer 14. Da bräuchten wir als nächstes, müsste sonst da gleich nochmal ein Reservefahrer nochmal mit draufkommen. Was auch einigermaßen positiv zu sehen ist, vor allen Dingen für die Reservefahrer sozusagen. Weil die dadurch dann sozusagen auch nochmal ausgebildet werden. Wunderbar, wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Ich wusste gar nicht, dass wir was Neues bekommen hatten. Und so wie es aussieht, haben wir eine Anzahl von Fahrgästen transportiert. Das haben wir abgeschlossen. Die Aufgabe dauert noch ein bisschen. Und wir sollen jetzt 1603 Wochenkarteninhaber haben. Ach, die Aufgabe haben wir auch schon abgeschlossen. Das geht ja aber schnell hier. Meine Herren. Jetzt sollen wir 29.000 Fahrgäste befördern. Das dürfte doch eigentlich noch relativ schnell machbar sein, ne? So, Fahrer 16. Hier kommt jetzt, wie gesagt, auf diese Linie, auf den Umlauf der Linie 2 Fahrer 53 drauf. Als Reservefahrer sozusagen, ne? 100.000 Euro haben wir jetzt schon hier in der Kasse. Das ist durch Aufgabenerfüllung 200.000 plus 208.000 plus Einnahmen 41. Oh, das ist echt viel. Also jeder Verkauf ist ja ganz schön angestiegen, ne? Aber dass das alles so viel ist, Himmelswillen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, wie sieht es mit unserem Kredit aus? Das war ja der hier. Könnten wir theoretisch zurückbezahlen, aber mache ich nicht. Das Geld würde ich, packe ich wie gesagt auf die hohe Kante. Und zwar für eine weitere Linie sozusagen. Können wir uns ja gleich mal einmal angucken, was wir denn da so Schönes haben. Fahrer 51 Krankmeldung. Gut, dass der jetzt schon dran war. Der hat es die nächsten Tage. Ist er glaube ich nicht mehr. Doch, könnte auch noch. Egal. Okay, wissen wir aber immerhin, dass er jedenfalls krank geschrieben ist. So, genau, Fahrer 16 haben wir. 15 ist ja Fahrer 1 und 3, irgendwas mit 3 war das. 53 ist jetzt dafür eingesprungen sozusagen. Gut, hier kommt jetzt noch gleich ein Fahrzeug für die Linie 3. Das ist perfekt. Eine einzelne Tour sozusagen. Wunderbar. Das ist gute Sache. Fahrer 26, Wagen 3. Gut, wir haben erstmal noch mal hier eine Nachricht. Hi, ich wollte mich kurz für meine tolle Arbeitsstelle hier im Unternehmen bedanken. Heutzutage findet man selten gute Jobs, aber ich bin wirklich glücklich, hier arbeiten zu können. Danke, das freut uns sehr.
So, jetzt weisen wir hier die Rotellinien sozusagen zu. Ja, ist doch auch relativ einfach das Ganze hier. Einmal hoch, einmal runter und das war's. Ja. Yeah. Sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Wir fahren jetzt erstmal hier runter, dann fahren wir hier hoch. Und dann würde ich sagen, dass wir hier irgendwie runterfahren. Lassen die Fahrgäste hier wieder raus. Dann geht es einmal wieder zurück zum Hauptbahnhof, Holstentor und wieder hier zurück in diese Richtung. Nein, keine Rücktour. Und einmal den Flughafen, bitteschön. Können wir dann auch irgendwie über Vorrat sozusagen verkehren? Ja, da kämen wir auch irgendwie hin. Sammeln wir hier die Fahrgäste ein. Sagen wir dann zu, dass wir hier drüber sozusagen zum Flughafen pendeln. Und dann geht's auch schon so wieder zurück. Auch eine eigentlich relativ einfachere Tour sozusagen, ne? Das lief doch wunderbar. Aber die Aufgabe hier, also das Stadtfest wird auf jeden Fall auch noch sehr viel hier mit in diese Statistik hier auch noch mit reinspielen. Wir haben hier jetzt schon allein schon fast, ja, die 9000 haben wir auf jeden Fall hier schon fast zusammen. So, weitere Zuweisungen werden wir jetzt nicht mehr erwarten. Nur dafür haben wir jetzt einmal Eckhorst. Eckhorst, das haben wir hier oben. Hier würde ich nicht unbedingt rausfahren. Noch nicht. Sozusagen. Und einmal Niederbüßau. Niederbüßau, das haben wir hier. Ja. Niederbüßau. Wir können dann hier vielleicht so... Dann hier irgendwie durch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie machbar ist. Über Oberbüßau. Und dann fahren wir hier durch dieses Wohngebiet, was ich ja auch schon so ein bisschen vorhatte. In der letzten Folge auch schon ein bisschen mit erwähnt hatte. Dann fahren wir hier nicht über Roter Löwe, sondern hier hoch. Und dann schließen wir uns den Weg der Linie 3 so ein bisschen an, also den Startbereich sozusagen. Und dann geht es sozusagen wieder zurück. Niederbüßau, ne? Genau. Was wollen die denn alles haben? Verbunden mit Niederbüßau, 680 Häuser an der Linie verbunden, 133 Orte von Interesse, mindestens 15 Haltestellen, 150 Meter Abstand zwischen den Haltestellen. Alles klar. Gut, dann würde ich auch sagen, wir starten hier wieder Hauptbahnhof Lübeck. Und dann fädeln wir uns hier sozusagen aus. Und dann fahren wir hier, wie gesagt, Richtung Niederbüßau. Darf ich nur nicht die Kreuzung gleich verpassen, wo wir dann sozusagen in die Richtung sozusagen fahren möchten. So, hier halten wir einmal bunte Kuh. Dann fahren wir hier einmal hier runter. Mäuslingbaum, das haben wir hier. Dann ist hier die gegenüberliegende Haltestelle. Alles klar, sehr interessant. Würde ich doch noch mal ein bisschen versetzen. Ein bisschen weiter hier nach unten. Oh, sieht besser aus. Dann haben wir hier die gegenüberliegende Haltestelle. Das sehe ich an diesem kleinen Strich sozusagen hier auf der Karte. Dann geht es hier weiter runter. Und dann hier einmal irgendwie durch. Hier haben wir auch irgendwie noch so eine Art Ringlinie. Das könnten wir dann vielleicht machen, wenn wir irgendwie eine Linie aus Moorgarten, Niendorf oder irgendwie sowas bekommen könnten. Eventuell. So, dann fahren wir hier wieder weiter runter.
Bahnhof Mäusling. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir von hier aus... Hatten wir mal hier... Ja, fährt er hier durch. Wunderbar. Dann einmal Oberbissau. Halten wir hier einmal... Schleusenstraße. Dann würde ich hier oben einmal eine Haltestelle reinsetzen. Hier, nee, das ist, nee. Ja, große Klasse. Ja gut, dann müssen wir das so machen. Hier die Haltestelle reinsetzen. Und dann endet hier sozusagen die Linie Kronsvorder Kirche sozusagen. Und dann geht es schon wieder zurück Richtung Hauptbahnhof Lübeck. So, mal gucken, ob wir da auf dem Rückweg vielleicht auch noch ein paar weitere interessante Häuser etc. anbinden können. Höchstwahrscheinlich ja. Aber das wird sich dann, wie gesagt, dann noch alles genau herausstellen. Hier fährt er in so eine Straße rein. Das würde ich gerne vermeiden. Weil das sonst nur Verspätungen verursacht. Jo, hier können wir wieder halten. Da halten wir wieder. Sehe ich jetzt hier erstmal keine Probleme. Max-Reger-Straße. Burchard-Gymnasium. Mozartstraße. An der Stadtfreiheit. Adlerstraße. Und dann sind wir jetzt hier gleich wieder am Hauptbahnhof eingetroffen. Ne? Jo, das sieht doch ganz gut aus. 77 Minuten Fahrzeit für die komplette Linie. Natürlich auch Linienwechsel innerhalb der Schichten erlauben. Und es werden bis jetzt auch nur 2 Fahrzeuge benötigt. 6:13 Uhr. Okay. Ich sehe schon den Grund. Sonntag soll er nur jede Stunde verkehren, aber in der Woche 90 Minuten. Okay, alles klar. Da. Kronsvorder Kirche nochmal 5 Minuten oben drauf packen für die Pause. Dann sieht das Ganze doch schon mal ein bisschen annehmlicher aus. 6:18 Uhr. Dann würden wir sogar auch nur ein Fahrzeug benötigen. Einfacher Modus. Aber es werden immer noch 2 Fahrzeuge benötigt. Also auch wieder der Einsatz von Gelenkbussen ist dann auf jeden Fall notwendig. Und das Ganze auch wieder Linie 5V. So. Gut, alles klar. Das ist dann sozusagen die nächste Linie, die wir haben. Haben wir doch schon auch dann schon eine sehr interessante Ausdehnung, muss ich sagen. Aber was wir schon mal machen können, wir können Fahrkartenautomaten, automatische Reinigung der Fahrzeuge, Reparaturdauer an Fahrzeugen reduzieren. Ja, nehme ich das auch nochmal vor, gehe ich hier weiter Richtung Osten. Wir haben jetzt hier ein paar defekte Fahrzeuge reingekommen, das sehe ich gerade. Also nicht nur defekte, auch schmutzige, die gereinigt werden müssen. Das setzen wir einmal schnell um. Tanken und sauber machen. So, wir brauchen noch mal gleich noch eine 4. Reinigungskraft. Wo haben wir hier noch mal den Azubi? Da haben wir ihr, wie gesagt, 11 € für
Azubis in der Reinigungskraft sozusagen. Gut, da haben wir jetzt 4 Fahrer. So, nach Osten expandieren wir sozusagen jetzt mal kurz. Schauen wir uns das Ganze jetzt sozusagen nochmal an, was da als nächstes sozusagen kommt. Und aus Jux und Langeweile erforsche ich nochmal einen weiteren Gelenkbus, so dass wir hier dann auch nochmal ein bisschen Abwechslung ins Fahrzeuggeschehen sozusagen bekommen können, ne? So, wie gesagt, jetzt kommen alle Fahrzeuge wieder rein. So wie es aussieht, wird der hier dann wahrscheinlich die Linie 5 eine Expresslinie werden. Allein auch schon nur wegen dieser geringen Fahrzeit sozusagen. Also so würde ich das jedenfalls sehen. Und dann irgendwann häufiger verkehren. Also hier auf jeden Fall mit der Linie, die vielleicht vom Murgarten oder Niendorf etc. Also auf jeden Fall starten könnte. Service-Mitarbeiter, Krankmeldung. Okay, kommt doch da noch ein bisschen mehr. Noch ein paar weitere schmutzige und reinigungsbedürftige Fahrzeuge sozusagen. Habe ich noch nicht genau aufgepasst. Sind alle Gelenkbusse drin? Ja, sind alle drin. Das Fahrzeug stellen wir dann hier einmal um. Aber ansonsten sind alle Gelenkbusse sauber, ne? Ja, das sind sie. So, und durch den Stadtfest jetzt hier haben wir doch einen erhöhten Fahrgastaufkommen auf der Linie 2. Das haben wir schon mal festgestellt oder konnten es feststellen. Wollten jetzt noch mal kurz mal gucken. Ja, hier haben wir auch Linienwechsel innerhalb der Schichten. Okay, das ist alles gut. Kann gut sein, dass das alles sich jetzt irgendwie mit kombiniert. Linie 6. Ja, sogar schon bis zu 500 Fahrgästen. Apropos Fahrgäste. Ach du Schande. 42.000 Fahrgäste. Wie haben die sich verteilt? 8.000 bei der 1. 16.000 auf der Linie 2. 3 hat 6.000. Fast 6.000 paar zerhackte. Und die 4 allein schon im zweiten Tag 11.000 Fahrgäste. Himmels Willen. Oh Gott. Ja. Linie 1 auch Gelenkbus, das steht fest. Aber dass das so viele Fahrgäste sind, Himmels Willen, meine Herren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Dass das so viele Fahrgäste sind. Herr Jemine. Aber das sieht, dass man hier auch in kleineren Ortschaften ordentlich was reißen kann. Ne? Geil. So, ach, zu spät. Dachte, wir könnten Wagen 9 nochmal relativ schnell fertig betanken. Und dann können wir ein bisschen in die Zukunft springen. Und das Ganze doch dann irgendwie ein bisschen mehr vorantreiben, ne? Aber nein, da hat uns Wagen 9 sozusagen einen kleinen Strich in die Rechnung mehr oder weniger sozusagen gemacht. Gut, aber wie gesagt, 5 Linien und gehen eigentlich einigermaßen vernünftig in fast in jede Himmelsrichtung. Gefällt mir persönlich sehr gut. Dann ist der nächste Schritt sozusagen die jetzt doch hier vorhandenen größeren Zwischenräume. Vor allen Dingen hier würde jetzt sich jetzt dann als nächstes eine Linie anbieten. Über Herrenburg, Eichenholz, Lüdersdorf, Planningen, wie das da funktionieren soll, ist mir noch ein bisschen fraglich. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass sie dann auch hier drüber verkehren soll, über den Gustav-Radbuch-Platz. Also nicht direkt hier rein, sondern einmal auch so ein Schlenker einmal durch die Stadt sozusagen macht. Um, ja, mehr oder weniger sozusagen die Fahrgäste Ach du Schande, die Linie 3 braucht jetzt auch Gelenkbusse. Gottes Willen, oh Gottes Willen. Okay. Dass der Ansturm so hoch ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Fahrer 31 ist der krankgeschrieben.
Nee, der ist nicht krank geschrieben. Auch steht auch nirgendwo drin, dass er schon zugewiesen ist. Oder ist das irgendwie eine Art Bug? Oder habe ich ihn jetzt aus irgendeinem Grund schon zugewiesen? Nee, er steht hier. Doch, da. Nächste Schichtzuweisung um 4 Uhr. Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Dann habe ich ihn doch schon zugewiesen. Alles okay. Fahrer 38, ne? Genau. Als nächstes dann Fahrer 47. Ja, Fahrer 47, 48 und 49 sind dann die nächsten. Aber das zeigt auch, dass die Fahrzeuge oder so wie es mehr oder weniger sozusagen geplant hatten, auch nicht mehr ausreichen werden. Gut, dann würde ich in diesem Zuge gleich die beiden kleineren Solo-Fahrzeuge, die wir jetzt hier noch drin stehen haben, auch schnellstmöglichst verkaufen. Erstmal Wagen 9. Dafür dann sozusagen auch versuchen, noch einen weiteren größeren Gelenkbus beschaffen. Ja, um einfach dann mehr Gelenkbusse zu haben, größere Fahrzeuge vor allen Dingen. Wie das am Wochenende aussieht, weiß ich noch nicht. Kann ich schwer absagen, ob das am Wochenende auch dann so viele Fahrgäste sein werden. Und auch natürlich vor allen Dingen heute. Alles ganz schwer abzuschätzen, aber dürfte auf jeden Fall interessant werden, die ganze Geschichte. Aber dass wir so viele Fahrgäste gestern hatten, meine Güte. Das hätte ich mir nie im Leben vorstellen können. Nie im Leben. Das war doch was, ne? Aber wie gesagt, ja. Kommt damit noch gar nicht hinweg, dass das, wie gesagt, so viele Fahrgäste waren. Meine Güte. Angebot erhalten, hoffentlich ein positives. Ja, damit kann man leben. Wagen 9, wie gesagt. Kein Gelenkbus im Angebot und Neufahrzeug ist auch nicht in Sicht. Der Forscher, der forscht. Hier ist jetzt nur die Frage, an was er jetzt gerade forscht. Fahrzeug oder... Ja, Fahrzeug forscht er. Gebietsanordnung forscht er auch noch nicht, aber ich gebe ihm erstmal so ein bisschen Hilfe. Ja, wie gesagt, gebe ich ihm ein bisschen Hilfe, damit er die Sachen ein bisschen schneller durchforschen kann und die ganze Sache zügiger machen kann. So, ich habe mir die Zahl von dem Fahrzeug, das ich einmal verkauft habe, aufgeschrieben. Dann kommt jetzt Nummer 7 auch dazu. Und dann können wir wahrscheinlich dann in der Hoffnung doch irgendwie noch ein größeres Fahrzeug oder ein weiteren Gelenkbus zu erwerben. Na, wie gesagt, da wird schon das nächste größere Fahrzeug auch benötigt. Gruppe 3 ist durch. Gut, dann sind wir in der Gruppe 4. So, das Fahrzeug ist gleich auf der Rücktour. Könnte doch noch irgendwie klappen, aber wie gesagt, alles mehr oder weniger so ein bisschen fraglich das Ganze, ne? 62% der Kartenabdeckung, oder besser gesagt der Bevölkerung, nutzen unseren Angebot hier an unseren Liniennetz sozusagen. Ja, ist auch schon sehr positiv zu betrachten, das Ganze. So, hier haben wir jetzt die Hotellinie für den Flughafen. Perfekt für einen unserer Reservefahrer. Aber ansonsten müssen wir, wie gesagt, warten, bis Fahrzeuge wieder reinkommen. Angebot haben wir erhalten, wunderbar. 10.000 haben oder nicht haben.
können wir dafür wenigstens schon mal, wie gesagt, Neuwagen beschaffen. Geben wir das Ding dann die Nummer 7. LB 007. Hat auch einen weiteren Vorteil. Wir können das Fahrzeug gleich auf die Strecke schicken. Also wir müssen da jetzt nicht noch großartig irgendwie dran hantieren. Aber kleiner Nachteil, wir haben wie gesagt dann jetzt ein Fahrzeug weniger. Also an Solo-Fahrzeugen. Aber dass das Fahrzeug irgendwelche merklichen Veränderungen nach sich bringen könnte, ist schwierig. Schwierig. So, das nächste Fahrzeug ist da. Das ist gut. Das wird auch schon benötigt. Also können wir auch schon zuweisen. Vielleicht würden sie es noch schaffen, das Fahrzeug noch relativ zügig zu betanken zu bekommen. Was ich zwar nicht glaube, aber ja, der Glaube fällt sozusagen als letztes, ne? Oder Widerspruch auch immer geht. Ja, aber die Zweier sind auf jeden Fall gleich alle laufen jetzt sozusagen nach und nach wieder rein. Ja, der 16er müsste auch betankt werden. Nur dafür haben wir leider keine Zeit mehr. Ich sehe auch schon kommen, dass ich hier die beiden Sachen mit Solo-Fahrzeugen bestücken muss. Bleibt mir dann, wie gesagt, nichts anderes übrig, als es so zu machen. Ah, der 1er könnte das noch mehr oder weniger verkraften. Aber ich glaube, der 4er, den ich da eben gerade hatte, nein, der wird es nicht verkraften können. Gut, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis denn und tschüss. Und natürlich nicht vergessen, einmal abonnieren und den Video einen Like nach oben lassen. Tschüss.